Hallo, hier ist Na. Heute machen wir eine chinesische kalte Nudelsuppe. Für die heißen Tage ist diese Suppe erfrischend. Sie ist auch einfach zuzubereiten. Für die Suppe brauchen wir zuerst 5 Gramm Sichuanpfeffer und wenig Chilischoten. Lauchzwiebeln halbieren. Die weißen Stiele in dicke Scheiben schneiden. 3 Knoblauchzehen auch in dicke Scheiben schneiden. Sichuanpfeffer und Chilischoten anbraten. Lauchzwiebeln und Knoblauch dazugeben, kurz braten. Circa 1 Liter kochendes Wasser übergießen. Drei Esslöffel heller Sojasauce, 1 Teelöffel Salz, 1 Esslöffel Zucker, gut rühren. Alle Gewürze aussieben. Herd ausschalten. 2 Esslöffel Aceto Balsamico. Halbe Esslöffel Sesamöl dazugeben, gut vermengen. Die Suppe abkühlen lassen und in den Kühlschrank stellen. Optional kann man weniger Korianderblätter als Topping klein schneiden. Die grünen Blätter der Lauchzwiebeln in dünne Scheiben schneiden. Gurke in dünne Streifen schneiden. Die Erdnusssoße machen wir jetzt. 2 Esslöffel Erdnussbutter, wenig Salz, mit wenig Wasser gut vermengen. Das Wasser nach und nach langsam hinzufügen. Ständig rühren, bis eine dickflüssige Soße entsteht. Gekochtes Ei kann auch als Topping beilegen. Eier in kochendem Wasser 6 Minuten kochen. Und sofort in kaltem Wasser bzw. Eiswasser abschrecken. So bekommt man gekochtes Ei mit weichem Herz. Ein Topf Wasser zum Kochen bringen. Wenig Salz hineingeben. Ein Bund Ramen- oder Somennudeln in kochendem Wasser 3 Minuten kochen. In kaltem Wasser oder am liebsten in Eiswasser abschrecken. Jetzt können wir die Nudelsuppe anrichten. Die kalte Suppe in die Schale geben. Die Nudeln dazugeben. Alle Toppings drauf. Die Erdnusssoße und bisschen Chiliöl übergießen. Gekochtes Ei auch drauf. Fertig!